Hallo und willkommen zurück auf unserem Deutschkanal. Ich bin Markus. Und ich bin Sarah. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute haben wir ein besonderes Thema. Es geht um den Alltag, aber nicht irgendeinen. Heute geht es um deinen Alltag, Sarah. Ja, genau. Viele von euch fragen oft, wie kann ich Deutsch im Alltag üben? Und ich zeige euch heute, wie mein Tag aussieht, ganz normal, aber auf Deutsch. Das ist super. So lernen alle viele nützliche Wörter, die man jeden Tag braucht. Ja, ich spreche einfach über meinen Tag. Ich sage, was ich mache, was ich sehe und was ich fühle. Und du erklärst die Wörter, wenn sie neu sind. Genau, ich helfe dabei. Und ihr zu Hause könnt mitsprechen. Ihr könnt dieselben Sätze über euren Tag sagen. Richtig. So übt ihr automatisch. Kein Lehrbuch, kein Stress, nur echtes Leben. Danke, ich freue mich. Mein Tag ist einfach, aber perfekt zum Lernen. Bevor wir anfangen, habe ich noch einen Tipp für euch. Hört genau zu, welche Wörter Sarah benutzt. Sie sagt viele Verben aus dem Alltag, wie aufstehen, gehen oder machen. Genau. Schreibt euch diese Wörter gern auf. Ihr könnt sie später für euren eigenen Tag benutzen. Und keine Sorge, wenn ihr nicht alles versteht. Wir hören uns zuerst Sarahs Geschichte an. Ganz ruhig. Danach sprechen wir über die wichtigsten Begriffe. Ja, und ich erkläre, wie ihr sie in euren eigenen Sätzen verwenden könnt. Perfekt. Dann los. Jetzt hören wir, wie Sarah ihren Tag beginnt. Ich habe einen kleinen Text für euch vorbereitet. Mein Tag beginnt früh. Ich öffne meine Augen und sage, Guten Morgen. Ich strecke mich, stehe auf und gehe ins Bad. Dort wasche ich mein Gesicht mit kaltem Wasser. Ich putze meine Zähne. Ich sage, ich putze meine Zähne. Dann kämme ich meine Haare und ziehe mich an. Heute wähle ich ein blaues T-Shirt und eine bequeme Hose. Ich sage, ich ziehe mein T-Shirt an. Ich ziehe meine Hose an. Danach gehe ich in die Küche. Ich koche Wasser und mache mir Tee. Ich esse ein Stück Brot mit Butter und eine Banane. Ich sage, ich frühstücke. Es ist ruhig. Ich höre nur den Wasserkocher. Nach dem Frühstück räume ich den Tisch ab, stelle die Tasse in die Spüle und sage, ich räume auf. Dann nehme ich meine Tasche und meine Jacke. Ich sage, ich gehe zur Arbeit. Ich verlasse das Haus und gehe zur Bushaltestelle. Die Luft ist frisch und ich höre Vögel. Der Bus kommt. Ich steige ein und setze mich ans Fenster. Ich sehe Häuser, Menschen, Autos. Ich sage leise, ich fahre mit dem Bus. Nach 20 Minuten komme ich an. Ich steige aus und gehe ins Büro. Ich sage zu meinen Kollegen, Guten Morgen. Dann starte ich meinen Computer. Ich arbeite am Schreibtisch, schreibe E-Mails und telefoniere. Ich sage, ich arbeite. Um 12 Uhr mache ich Mittagspause. Ich gehe mit meinen Kollegen in die Kantine. Ich esse Suppe und Brot und trinke Wasser. Wir reden ein bisschen. Ich sage, ich habe Pause. Danach arbeite ich weiter bis 5 Uhr. Dann fahre ich mit dem Bus nach Hause. Zu Hause ziehe ich meine Jacke aus und setze mich aufs Sofa. Ich trinke Tee und lese ein Buch. Am Abend esse ich eine kleine Mahlzeit, putze meine Zähne und ziehe mein Schlafshirt an. Ich sage, ich gehe schlafen. Ich schließe die Augen und denke, heute war ein guter Tag. Das war ein richtig schöner Tag, Sarah. Ich mag, wie ruhig und klar du sprichst. Das ist perfekt für alle, die Deutsch lernen. Du benutzt viele einfache Verben, die man jeden Tag braucht. Zum Beispiel aufstehen, waschen, essen, gehen, arbeiten, schlafen. Diese Wörter sind so wichtig, weil sie in fast jedem Gespräch vorkommen. Und du hast sie ganz natürlich benutzt. Kein schwieriger Satz, kein Stress. Nur echte Sprache. Wenn man diese Verben gut kennt, kann man schon so viele Dinge sagen. Ich stehe auf. Ich gehe arbeiten. Ich esse Frühstück.
So einfach kann Deutsch sein. Ja, genau. Ich glaube, viele denken, sie müssen lange, komplizierte Sätze lernen. Aber das stimmt nicht. Wenn du diese einfachen Verben jeden Tag benutzt, sprichst du automatisch besser. Ich sage oft zu meinen Schülern: Macht Deutsch zu einem Teil eures Alltags. Wenn du Tee machst, sag: Ich mache Tee. Wenn du zur Arbeit gehst, sag: Ich gehe arbeiten. Diese kleinen Sätze bauen Routine auf. Und plötzlich sprichst du, ohne zu denken. Richtig. Und was ich an deinem Tag auch schön finde: Du beschreibst, was du siehst und fühlst. Der Himmel ist blau. Die Luft ist frisch. Das ist toll, weil du mit allen Sinnen lernst, sehen, hören, fühlen. So bleibt die Sprache im Kopf. Und du verbindest sie mit deinem echten Leben. Ja, das hilft mir auch. Ich spreche mit mir selbst, aber ganz entspannt. Ich sage einfach, was passiert. Kein Druck, keine Prüfung. So wird Deutsch ein Teil von mir. Sehr schön, das war ein toller Einblick in deinen Tag. Und jetzt mache ich das Gleiche. Damit ihr perfekt lernen könnt, erzähle ich euch, wie mein Tag aussieht. Mein Tag als Deutschlehrer. Vielleicht ist er ein bisschen anders, aber auch voll mit Sprache. Mein Tag beginnt meistens um 6:30 Uhr. Ich wache auf, strecke mich und sage: Guten Morgen. Dann gehe ich in die Küche und mache mir Kaffee. Ohne Kaffee geht bei mir nichts. Ich trinke die erste Tasse und plane meinen Unterricht. Ich schaue, welche Themen ich heute mit meinen Schülern üben will. Danach dusche ich, ziehe mich an und fahre mit dem Fahrrad zur Schule. Das dauert etwa 20 Minuten. Ich fahre durch den Park und sehe viele Leute, die zur Arbeit gehen. Ich sage oft: Ich fahre durch den Park. Ich sehe Menschen. So übe ich selbst mit. Wenn ich in der Schule ankomme, begrüße ich meine Schüler. Ich sage: Guten Morgen, wie geht es euch? Manchmal sind sie noch müde, aber nach ein paar Minuten sind alle wach. Wir sprechen viel zusammen. Ich höre zu, erkläre Wörter und freue mich, wenn jemand plötzlich einen ganzen Satz sagt. Ich sage dann immer: Sehr gut, weiter so. In der Pause trinke ich wieder Kaffee und rede mit anderen Lehrern. Wir tauschen Ideen aus und lachen viel. Dann beginnt der nächste Kurs. Ich unterrichte Grammatik, aber ich versuche, sie einfach zu erklären. Wir machen kleine Dialoge, kurze Gespräche, und ich sage oft: Sprich einfach, mach Fehler, das ist gut. Am Nachmittag korrigiere ich Texte oder bereite neue Aufgaben vor. Ich schreibe Wörter an die Tafel und denke: Das ist ein schönes Wort. Ich liebe Wörter. Sprache ist mein Werkzeug. Nach der Arbeit fahre ich nach Hause, höre Musik und entspanne mich. Abends lese ich manchmal ein deutsches Buch oder höre einen Podcast. Ich sage: Ich lerne auch jeden Tag, denn auch als Lehrer lernt man immer weiter. Und bevor ich schlafen gehe, denke ich oft: Heute habe ich wieder Menschen geholfen, Deutsch zu sprechen. Das macht mich glücklich. Das ist mein Tag als Deutschlehrer, voller Sprache, voller Leben. Weißt du, ich finde das so inspirierend, was du gesagt hast. Man merkt richtig, dass du Sprache liebst. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man Freude daran hat. Viele Lernende machen sich so viel Druck. Sie denken, sie müssen perfekt sprechen, bevor sie überhaupt anfangen. Aber so funktioniert das nicht. Sprache ist kein Test, sondern ein Weg. Und du gehst ihn Schritt für Schritt. Ich merke selbst, wenn ich jeden Tag nur 5 Minuten spreche, fühle ich mich schon sicherer. Es ist, als würde mein Gehirn auf Deutsch umschalten. Und das ist ein tolles Gefühl. Absolut. Ich sage das auch immer im Unterricht.
Es geht nicht um Perfektion, sondern um Mut. Mut zu sprechen. Mut zu lachen. Mut, Fehler zu machen. Jeder Fehler zeigt, dass du lernst. Wenn du nie Fehler machst, dann übst du wahrscheinlich zu wenig. Und das Schöne ist, du kannst überall lernen. Beim Einkaufen, im Bus, beim Kochen. Sag einfach, was du tust, auf Deutsch. Ich schneide Gemüse. Ich gehe zur Arbeit. Ich höre Musik. Das reicht. So kommt Sprache ins Leben und das bleibt hängen. Ja, genau. Und wenn man die Sprache so nutzt, wird sie Teil von einem. Ich merke, dass ich inzwischen sogar auf Deutsch denke. Zum Beispiel, wenn ich morgens aufstehe, denke ich stehe jetzt auf. Früher habe ich das nie bewusst gemacht. Jetzt ist es automatisch. Das ist der Moment, in dem man merkt, jetzt funktioniert es. Man übersetzt nicht mehr, man lebt in der Sprache. Und das ist der Punkt, an dem Lernen richtig Spaß macht. So, ihr Lieben, das war unsere Folge für heute. Wir hoffen, ihr konntet viel mitnehmen. Neue Wörter, neue Ideen, vielleicht auch ein bisschen Motivation.